So, liebe Leute, heute ist es soweit, dass ich heute meine herrliche Amtschef-Kochplatte bekommen habe. Seht ihr das hier? Ich habe die jetzt gerade schon mal ganz schnell ausgepackt. Da ich ja ehrlich gesagt schon sehr lange drauf warte, um nicht zu sagen eine Woche habe ich jetzt gewartet darauf, da ich hier in dieser neuen Wohnung, ich bin umgezogen, nur einen Gasherd habe, habe ich mir doch gleich gedacht, machen wir das doch mal, dass ich mir hier so eine Platte besorge zum Kochen. Und die packe ich jetzt mal eben aus und sie sieht sehr schön aus, gefällt mir, liebe Freunde, wirklich schön, gefällt mir wirklich. So, ein dickes Kabel, das ist wohl so, weil da wohl 2000 Watt drauf sind, so wie ich gesehen habe, hat die linke Seite. Und zwar diese Seite hier 2000 Watt und sie soll 1500 Watt haben. Und dementsprechend ist das Kabel natürlich etwas dicker, etwas stärker, weil da auch eine ganze Menge Strom durchkommt. Ist ein ganz normaler Euro-Stecker hinten dran. Und das fühlt sich hier, die Oberfläche ist nicht glatt, sondern die ist so ein bisschen, ja wie soll man das sagen, ich möchte nicht sagen gemasert. Sie ist auf jeden Fall nicht glatt glänzend. Also ich finde es sehr gut und ich hoffe auch, dass diese raue Oberfläche, möchte ich es mal gerade bezeichnen, nicht nach einer Zeit, wenn man jetzt hier öfter einen Topf drauf stellt oder eine Pfanne und das heiß wird, dann hinterher glatt wird. Das hoffe ich nicht, dass das passiert. Aber ich habe sie, wie gesagt, jetzt gerade erst gekauft und ausgepackt und ich werde sie in der nächsten Zeit probieren, wie es denn funktioniert. Ja, richtig schön, 2 große Lüfter unten drin. Die ganze Platte fühlt sich recht schwer und wertig an. Auch das Ganze schön abgerundet hier an den Kanten. Finde ich auch sehr schön, gefällt mir auch sehr gut. Hat jeweils oben drauf An- und Ausschalter, ganz klar, für jeweils jede Platte. Einmal An- und Ausschalter. Dann kann man hier die Temperatur hiermit erhöhen. Also wenn man starten möchte, setzt man sich halt einen Topf mit Wasser drauf oder mit dem jeweiligen Bratgut oder einfach nur eine Pfanne mit Öl. Und dann kann man das starten, indem man hier, auf Englisch steht es beschriftet, in Grease steht jetzt hier drauf. Ja gut, aber es ist logisch eigentlich dafür, dass das Plus dann eben die Temperatur anhebt und das andere dann eben jeweils die Temperatur senkt oder ja, erhöht, je nachdem. Dann haben wir hier, das kann man dann hier auch nochmal extra, auch so einzeln jeden Schritt runter, die Temperatur drosseln, wenn man so möchte, also weiter runtergehen. Und hier ist eine, ja, ich möchte mal sagen, Kindersicherung drin. Also bedeutet, da ist so ein kleines Lockschloss, da kann man abschließen und dann kann man hier drauf drücken, wie man will. Da funktioniert dann gar nichts. Man muss also hier wirklich ein paar Sekunden, ein paar Minuten wäre jetzt falsch, ein paar Sekunden den Finger drauf halten und dann macht er das erst wieder auf, damit die Kinder das nicht benutzen oder meinetwegen sich auch die Finger dran verwenden oder verbrennen können. Genau, damit die Kinder das nicht verwenden können oder verbrennen können. Exakt. Fühlt sich sehr schön an, ist von der Firma Amtschef. Ich halte euch das jetzt gerne nochmal eben hier in die Kamera rein, was ich mir hier von Schnuckschweden gekauft habe. Bei unserem oder bei meinem Lieblingsdealer Amazon habe ich das Ganze gekauft. Ja, es heißt zufällig Amtschef. Ich glaube aber nicht, dass Amtschef was mit Amazon selber zu tun hat. Das scheint mir doch mehr zufällig als alles andere. So, was haben wir denn hier? In mehreren Sprachen. So, in Englisch, in Deutsch, in Französisch, in Espanol, also in Spanisch, in Italienisch. Exakt. Und da steht dann auch bebildert drinne. Kann man das sehen? Ich denke, ich hoffe. Hier unten mit einer kleinen Legende dran, so dass man auch sehen kann, welcher Knopf für was gedacht ist. Aber mal ganz ehrlich, wir haben nur 2 Kochplatten drauf und jeweils für die Kochplatten sind dann dieselben Knöpfe oder Touch-Button unten drauf. Und da ist es nicht viel zu lernen, als dass man die 6 Punkte hier kennt und das überträgt man dann genauso mit dem, was man mit den 6 Punkten machen kann, kann man das auch mit diesen 6 Punkten machen. Exakt. So, dann haben wir noch, das ist allerdings jetzt gerade die englische Version, aber es gibt es auch wunderbar auch in Deutsch dahinter. Ich muss mal gerade schauen, ich glaube, ja genau, Deutsche. Ja, da muss man immer gucken, ob das so ist, dass man das auch gut versteht. Ja, schon mal sind die Übersetzungen ja schon mal etwas eigenwillig, aber ich denke, da hat die Firma Amtschef nicht
so viel Fehler gemacht. Anwendbares Kochgeschirr, man muss natürlich gucken, dass man das richtige Kochgeschirr hat, sonst wird es unter Umständen nicht heiß, das Bratgut. Und hier sind einige ausgeschlossen, ist natürlich ganz klar. Ich meine, das ist ganz normal bei einer Kochplatte auch so. Wenn ich jetzt einen Kochtopf habe, den ich von der Oma zum Beispiel aus dem Schrank genommen habe und der ist schon leicht rund, weil er jetzt schon, weiß ich nicht, die letzten 30 Jahre Dienst getan hat, dann ist natürlich normal, dass so eine Platte das Ganze natürlich nicht beheizen kann. Der geht dann gar nicht erst an, im Gegenteil, der geht dann aus, weil er vermuten muss, dass da jetzt nicht wirklich ein Topf drauf steht. Ja? Dieser Topf, den ihr dafür verwenden müsst, oder die Pfanne, die ihr verwenden müsst, muss bitte magnetisch sein. Das ist ganz wichtig bei dieser Platte, sonst funktioniert das auch wiederum nicht. Heutzutage sind aber die Töpfe, die man draußen verkauft kriegt in den Geschäften, so, dass man die für alle, für Elektro, für Platten, für Gas, für Induktion und alles andere auch verwenden kann. Ganz genau. Sehr schön. Benutzen Sie das Induktionsfeld nicht auf einer Metallarbeitsplatte oder einem anderen Elektrogerät gestapelt. Natürlich mache ich das nicht. Selbst wenn ich jetzt eine große Küche habe im Restaurant, da ist ja meistens alles aus Metall. Geht es darum, dass man das nicht gestapelt benutzt. Das ist ja klar, ne? Man kann ja jetzt nicht hergehen, das jetzt da drauf und dann meinetwegen hier wieder noch eine andere, weiß ich nicht, Kochplatte zum Beispiel oben drauf packt und dann, das darf man natürlich nicht machen. Aber das erklärt sich eigentlich von selbst, aber das sind dann eben Sachen, die man hier reinschreiben muss, damit die Leute nicht auf komische Ideen kommen, ja? Das kann also so sein. Das ist eigentlich schon so, dass, ich zeige es noch einmal hier rein, Double Induktion Cooker. Ja, ich lebe in Spanien, mein Englisch ist jetzt nicht ganz so dolle, aber ihr wisst es bestimmt besser und von daher möchte ich euch ja gar nicht irgendwas vorlesen. Das ist dann das, was man zuvor lesen sollte. Es ist tatsächlich nur die Platte, die in einer Tüte eingepackt ist, mit ein wenig Styropor in dem Karton geliefert worden ist. Und ich werde euch sehr gerne, wenn euch das Video gefällt, auch mal hinterher schreiben, ob ich damit zufrieden bin, von der Geschwindigkeit her, ob es, ich hätte bald gesagt, überhaupt funktioniert. Ja, auch das kann schon mal sein, dass ich von meinem Lieblingsdealer unter Umständen Ware geschickt bekomme, wo die Ware schon kaputt ist. Da kann dann Amazon in dem Augenblick nichts für und die Firma vielleicht auch nicht, aber das gibt es ja immer mal wieder, dass dann irgendwie da mal schnell gemacht worden ist und da was kaputt gegangen ist oder ein Kabel mal rausgerutscht ist oder sonstigem, ja? Also es ist wirklich so, liebe Freunde, noch mal ganz kurz, das will ich euch auch noch mal gerade reinhalten hier. Es ist eine 2000 Watt, kann man das hin? Ja, 2000 Watt Platte drin und eine 1500. Die rechte ist eine normale Platte, die auf der rechten Seite und die auf der linken Seite ist eine 2000 Watt Platte. Das heißt also, wenn ich koche, ist es natürlich schön, wenn das möglichst schnell geht. Jetzt möchte ich euch nicht erschrecken. Ich werde die Kamera mal mitnehmen, damit ihr da mal gucken könnt, da ich hier die Küche noch nicht ganz fertig eingeräumt habe. Aber ich möchte euch dennoch das Produkt mal komplett zeigen. So sieht's aus. Das ist ein wunderschönes, wie ich finde auch, es gefällt mir. Leute, das Ding ist schön schwer. Es hat mir schon so in den Bildern gefallen. Ich zeig mal eben hier drauf. So. Ja, natürlich. Da muss man natürlich gucken. Seht ihr, das hier ist einfach nur An- und Ausknopf, Temperatur hoch und runter. Und auf der anderen Seite natürlich das Gegenteil. Mit einem Timer, so dass man auch die Uhrzeit einstellen könnte, wenn man jetzt wirklich was auf Time kochen möchte, also auf Zeit. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich das auf der Platte machen würde. Für mich ist es nur, und auch das würde ich euch gerne gleich zeigen wollen, damit ihr wisst, warum ich das mache. Und damit ihr vielleicht die gleiche Idee habt. Ich gebe euch gerne die Idee ab, die ich hier habe. So, das hier ist die Firma. Das wollte ich auch noch ganz kurz zeigen. Amschef. Ich glaube nicht, dass sie was mit Amazon zu tun haben. Die haben wahrscheinlich ihren eigenen Sitz. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht geguckt, wo. Ich wollte einfach erstmal das Teil haben, weil, das zeige ich euch jetzt, ja? Bitte einmal jetzt die Augen aufmachen, weil ich das hier nicht benutzen wollte. Und ja, jetzt mag ein jeder sagen, hey, das ist doch toll, super, benutzt das doch eher. Nein, ich mag diese, auch das zeige ich euch sehr gerne. Das mag ich nicht daran und das möchte ich hier gerne für diese Wohnung abstellen. Und von daher habe ich mir jetzt für die erste Zeit einmal diese schöne Kochplatte gekauft und danach verschwindet dann nächstes Jahr
dieses kleine Schmuckstück. Das ist wirklich ein schönes Gerät, wie ich finde. Das sieht sehr schön aus in der hellen Küche hier. Aber leider kommt das Gas hier nicht aus der Wand, meine lieben Freunde, sondern ich muss es immer wieder an eine Gasflasche, die ich bei der Tankstelle austauschen kann, anschließen. Und das ist nicht so das, was ich gerne möchte. So habe ich mir gedacht, gehe ich einfach an meine Steckdosen, die hier vorne direkt schon sind, genau, und gehe mit dem wunderbaren Euro-Stecker einfach zack in die Steckdose rein und dann habe ich, denke ich, kein Problem. So, ich warte darauf und ich werde euch sehr gerne, wenn ihr es wissen wollt, dann auch hinterher, lasst mir ein Like auf dem Video da, dann sehe ich das ja schon und dann kann ich euch hinterher auch verraten, ob ich damit zufrieden war oder nicht. Ja? So, wunderbar. Ich werde euch auch den Link unten in die Infobox reinpacken, wo ich das gekauft habe. Natürlich ist klar, dass es beim spanischen Amazon ist bei mir, weil ich lebe in Spanien. Aber ich denke, das wird auch in Deutschland gar kein Problem sein zu bekommen.